kein Sprit auf Hawaii, drum bleiben wir hier. Es gibt keinen Sprit. Ja, vielleicht doch, aber zumindest an keiner Tankstelle. Hallo. Und die konnten uns auch nicht weiterhelfen, aber der Campingplatzwart, der telefoniert jetzt mit uns. Hinter der Kuppe geht's leicht links. Und dann ins Flussbett mit ein paar schönen Hügeln. Schön hier, gell? Ja. Auswaschung unten. Den kennen wir. Den kennen wir? Das ist ein Unimog. Ah, aus Rosenheim? Ja, ist aus Rosenheim. Das mit der Kurve auf, da sind ganz schöne dicke Dinger drin. Da ist was drin? Waschbrett. Unangenehmes, dickes, fettes. Okay, hab schon runtergeschaltet. Ja. Habt ihr nicht zu viel versprochen, oder? So, what on? Battery level is low. Kleine Tagesrallye hier gemacht. Meine Frau ist geheizt für eine große. Der Jan sagt, der Tacho ist nur deshalb dreistellig, weil bei der Honda der Tacho das Geschwindigkeitssignal vom Ritzel nimmt. Und hinten dreht's durch. Dann fährt man eben mal 250 mit dem Ding, gell? Unser Kennzeichen sieht ziemlich holländisch aus. Wir sollten das mal ordentlich freikratzen. Weiß trotzdem keiner, was Bulgarien ist. Der Jan hat das große Glück eines Lenkungsdämpfers und wie ich sehe, hat er den voll zugeknallt heute auf der Piste. Und ich musste mit diesem Zwergenmotorrad ohne Lenkungsdämpfer und mit kurzem Radstand genau mich wieder dran gewöhnen, wie das ist, solche Pisten mit den Geschwindigkeiten ohne Lenkungsdämpfer zu fahren. Vor uns liegt Uadan, UNESCO-Weltkulturerbe und ein ehemaliger, ganz wichtiger Karawanenstützpunkt für den transsaharischen Handel auf dem Weg nach Timbuktu. Tankstelle des Ortes. Heute ist es extrem windig und macht keinen Spaß. Man sieht nichts, es ist kalt und man wird vom Wind da und hin und her geschleudert. Das ist doof. Die Belohnung für eine doofe Piste und blödes Wetter ist unsere Unterkunft. Ist das nicht süß? Mit dieser schönen Dachkugel. Und so gemütlich hier drin. Chinguetti war auch eine Universitätsstadt. Da konnte man zum Beispiel Medizin studieren. Und es gab 5 Bibliotheken. Die sind auch noch erhalten, als Museen natürlich. Chinguetti soll die 7. heiligste Stadt des Islam sein. Das ist das Minarett einer der alten Moscheen, gekrönt von Straußeneiern auf jeder Ecke.
Und wie man sieht an den Megafonen, es ist bis heute in Betrieb. Und Silke, wie ist Chinguetti? Völlig überlaufen mit Touristen. Es gibt überall Kinder, die betteln und Frauen, die einem überall Schmuck anbieten. Wie man hier sieht. Furchtbar, ne? Das ist total furchtbar. Das ist das Archiv der mittelalterlichen Bücher. Es ist heute ganz, ganz viel Sand in der Luft. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber die Luft hier, der Himmel ist ganz gelb. Es regnet. Immerhin staubt es dann nicht so. Abwarten und Tee trinken. Endlich mal im Regen durch die Wüste fahren. Ich wollte, nachdem wir in Italien waren, nicht mehr im Regen fahren. Das war schon in Marokko wieder verkehrt. Aber das Gute ist, es gibt in der Wüste auch manchmal Bäume. Und einer war für uns. Ich bin nach Afrika gefahren, um nie wieder im Regen zu fahren. Und jetzt das. Ja, mal nicht so schnell. Siehst du ja gleich so eine Fahrspur von so einem Toyo, was der da gerade für eine Matschwitze da weggedrückt hat. Ja. Es könnte ein bisschen rutschig und glitschig sein. Filmst du das so ein bisschen? Ja. Natürlich, das ist ja Action. Drama, Drama. Schaffen wir es zurück bei dem Regen? Werden wir es überleben? Nicht bei dem Regen, bei dem Matsch. Langsam, ist super glitschig. Das habe ich mir nämlich, als wir hier hochgefahren sind, gedacht, wenn wir hier runterfahren, dann haben wir den Blick. Was da so Scheißwetter ist, das habe ich mir nicht gedacht. Echt geil. Wie weit ist es noch? 53. 53 Kilometer, immer noch. Ja. Nee, hier gibt es nichts zum Runterstellen. Ich dachte vielleicht noch 20, da hätte ich gedacht, ja, halte ich auch nass aus. Kommen jetzt voll rein in die Suppe. Ja, was soll man sonst machen? Heidewitzka, mach mal Nebelschlussleuchte an. Aber wenn ich sowas hätte, du filmst es, oder? Ja, da vor uns fährt ein Auto. Draußen wütet der Sturm. Sandsturm, veritabel. Und drinnen gibt es keinen Strom. Und weil es hier keine Fensterscheiben gibt, sind alle Fensterläden zu mit Holz. Und wir sitzen im Dunkeln. Fing 10 Kilometer vor Atta an. Wir haben gesehen, wie wir da reingefahren sind. Boah, heftig. Wie super süß. Der Campingplatzwart hat uns jetzt gerade was zu essen gebracht. Als Einladung von ihm, weil wir hier wohl den ganzen Tag im Zimmer wegen Sturm festsitzen.
disconnected.